Natalia, kannst du den Unterschied zwischen möchten, mögen und gefallen erklären? Ihr fragt? Ich liefere. Natürlich. Hast du dir schon diese Frage gestellt? Wann sage ich mag und wann sage ich mir gefällt? Und ist möchten einfach nur höflicher als mögen? Wie funktioniert das mit dem Dativ bei gefallen? Diese 3 Verben machen vielen Deutschlernenden Probleme. Sie bedeuten alle etwas Ähnliches, aber sie funktionieren ganz unterschiedlich. In diesem Video erkläre ich dir deshalb die Unterschiede zwischen gefallen, mögen und möchten und wie du diese Verben korrekt verwendest. Alle Informationen zu diesen Verben habe ich für dich natürlich in einer kostenlosen PDF-Datei zusammengefasst. Du findest in der Datei alle Erklärungen, Beispiele und am Ende, wie immer, eine Übung, damit du dein Wissen testen kannst. Lade dir die PDF-Datei komplett kostenlos herunter. Den Link findest du in der Infobox und in dem angepinnten Kommentar. Eine letzte Sache, bitte gib mir einen Daumen nach oben. Das ist dein Dankeschön für meine fleißige Arbeit und abonniere meinen Kanal. Und dann geht es direkt los. Wir fangen mit dem Verb mögen an. Mögen. Was bedeutet mögen? Mögen hat ein paar unterschiedliche Bedeutungen. Es bedeutet etwas gern haben, etwas gut finden oder jemanden sympathisch finden. Etwas gern haben, etwas gut finden oder jemanden sympathisch finden. Du kannst es für Dinge, Menschen, Tiere, Aktivitäten oder auch Essen benutzen. Schau dir gerne diese Beispiele an. Ich mag deinen neuen Mantel. Sie mag klassische Musik. Wir mögen unsere Nachbarn. Ich mag es, am Wochenende auszuschlafen. Oder? Magst du Katzen? Ich mag den Winter nicht so sehr. Schon an diesen Beispielen siehst du, dass das Verb mögen unterschiedliche Bedeutungen haben kann. Also eine Person mögen, eine Aktivität mögen oder ein Tier mögen, ein Haustier. Und wie nutzen wir dieses Verb? Lass uns ein Beispiel ein bisschen genauer anschauen. Ich mag deinen neuen Mantel. Ich mag deinen neuen Mantel. Du siehst, wir haben hier einen ganz einfachen Hauptsatz. Subjekt, Verb, Objekt. Ich mag deinen neuen Mantel. Das Verb mögen ist in diesem Fall relativ unkompliziert, also sehr klar. Dieses Verb braucht nur ein Subjekt und ein Objekt im Akkusativ. Schau dir den Satz an. Wo steht das Subjekt? Richtig, das Subjekt ich steht an der ersten Position im Satz. Und danach kommt das Verb an der zweiten Position. Dann brauchen wir nur noch das akkusative Objekt. Deinen neuen Mantel. Also ganz einfach. Es gehört alles zusammen. An der Endung en kannst du auch sehen, dass das der Akkusativ ist. Deinen neuen. Die Endung en zeigt uns, dass diese Struktur im Akkusativ steht. Nach mögen kommt meistens ein Nomen. Dazu kommen wir noch später. Also mögen plus Nomen. Ganz einfach, oder? Es gibt aber noch eine Sache, die ich dir erklären möchte. Vielleicht hast du schon gemerkt, dass wir das Verb mögen auch manchmal wie ein Modalverb verwenden. Ich mag Kuchen. Hier ist das Verb mögen ein Vollverb. Ich mag Kuchen. Dieses Verb kann aber auch als Modalverb verwendet werden. Schau dir hier dieses Beispiel an. Magst du das Fenster öffnen? Magst du das Fenster öffnen? Wir haben hier eine Ja-Nein-Frage. Ja-Nein-Frage. Woran erkennst du das? Richtig. Die Frage fängt mit einem Verb an. Magst du? Am Ende des Satzes steht das zweite Verb im Infinitiv. Die Frage fängt mit einem Verb an und am Ende des Satzes steht ein Verb im Infinitiv. Genauso wie bei Modalverben. Aber was bedeutet der Satz? Es handelt sich hier um eine
freundliche Aufforderung. Aufforderung ist wie ein Befehl, mach das, aber freundlich. Du fragst hier sehr freundlich, ob die Person das Fenster öffnen kann. Ich habe noch 2 weitere Beispiele für dich. Es hat geklingelt. Magst du vielleicht an die Tür gehen? Oder magst du heute einkaufen gehen? Dann gehe ich morgen. Oder mögt ihr Oma vom Flughafen abholen? Sie kommt um 14 Uhr an. Wie du siehst, in allen Beispielen hatten wir eine Frage. Die Frage besteht aus 2 Verben. Das erste Verb steht am Anfang und das zweite Verb steht im Infinitiv am Ende. Ganz wichtig, das Verb mögen als Modalverb benutzen wir fast nur in Ja-Nein-Fragen. Wie in den Beispielen davor. Der Satz "Ich mag Kuchen essen" klingt nicht natürlich, nicht authentisch. Sag lieber "Ich esse gern Kuchen". Nicht "Ich mag Kuchen essen", sondern "Ich esse gern Kuchen". Teil 2. Möchten. Das Verb möchten. Was bedeutet möchten? Möchten ist eine höfliche Form von wollen. Du benutzt es, wenn du etwas gern hättest oder etwas machen willst, aber freundlich und höflich. Zum Beispiel, ich möchte einen Kaffee. Du kannst auch sagen, ich will einen Kaffee, aber es klingt nicht freundlich. Oder möchtest du ein Stück Kuchen? Oder wir möchten einen Tisch für 2 Personen reservieren. Ich möchte morgen früher nach Hause gehen. Oder noch ein Beispiel. Entschuldigung, ich möchte gern zahlen. Schau dir die Beispiele genauer an. Du hast 2 Möglichkeiten, wie du das Verb möchten benutzen kannst. In den ersten beiden Beispielen haben wir das Verb ähnlich wie mögen mit einem Akkusativobjekt benutzt. Ich möchte einen Kaffee. Das Verb möchte plus Akkusativ. Ich möchte einen Kaffee. Oder möchtest du noch ein Stück Kuchen? Möchte plus Akkusativ. Damit sagst du einfach, dass du gern einen Kaffee oder ein Stück Kuchen hättest. Und wie ist es in den letzten 3 Beispielsätzen? Wir möchten einen Tisch für 2 Personen reservieren. Oder ich möchte morgen früher nach Hause gehen. Oder Entschuldigung, ich möchte gern zahlen. In diesen Sätzen nutzen wir möchten als Modalverb. Möchten steht an der Position 2 und am Ende des Satzes steht das zweite Verb im Infinitiv. Möchten ist wie das Modalverb wollen, aber möchten klingt höflicher. Ich möchte, ich will einen Kaffee. Ich möchte einen Kaffee. Das klingt besser. Oder möchtest du, willst du ein Stück Kuchen? In allen Beispielen könnte man auch das Verb will, wollen benutzen. Aber wir möchten ja höflich klingen. Falls dich das Thema Modalverben noch genauer interessiert, dann schau dir gerne diese Videos von mir an. Dort erkläre ich dir das Thema noch ein bisschen detaillierter. Hast du gemerkt, dass mögen und möchten sich sehr ähnlich sind? Das ist kein Zufall, denn möchten ist grammatikalisch eigentlich eine Form von mögen. Der Konjunktiv 2. Der Unterschied liegt vor allem in der Bedeutung. Schau hier. Ich mag Pizza. Ich möchte eine Pizza. Mögen bedeutet, dass du etwas allgemein magst oder allgemein gerne hast. Möchten bedeutet, dass du etwas Konkretes willst. Also mögen, eine allgemeine Vorliebe und möchten etwas Konkretes. Konkrete, höfliche Absicht. Das will ich. Teil Nummer 3. Gefallen. Wir kommen langsam zum Ende. Gefallen. Das Verb gefallen ist ein bisschen komplizierter. Gefallen bedeutet, dass etwas schön ist oder dass du etwas gut und sympathisch findest. Die Bedeutung ist also ähnlich wie mögen. Das Bild gefällt mir oder die Blumen gefallen mir. Oder gefällt dir das neue Lied? Das Kleid gefällt uns nicht. Aber das Verb gefallen benutzt du im Satz anders als mögen. Die Person steht im Dativ und das, was du magst, steht im Nominativ. Wir schauen uns noch die Beispiele ein bisschen genauer an.
Das Bild gefällt mir. Das Verb gefallen braucht wie jedes Verb ein Subjekt. Und wir brauchen beim Verb gefallen auch ein Dativobjekt. Das Bild gefällt mir. In unserem Satz ist das Bild das Subjekt und mir das Dativobjekt. Der Satz sagt also das Gleiche aus wie ich mag dieses Bild. Das Bild gefällt mir oder ich mag das Bild. Die Bedeutung ist gleich, aber die Struktur ist anders. Ich habe hier noch eine Tabelle für dich erstellt, in der du auch andere Beispiele sehen kannst. Ich habe dir das Subjekt orange, das Akkusativobjekt blau und das Dativobjekt rot markiert. Also wir vergleichen mögen und gefallen. Ich mag das Bild. Das Bild gefällt mir. Sie mag die Blumen. Die Blumen gefallen ihr. Magst du das Lied? Gefällt dir das Lied? Wir mögen das Kleid nicht. Das Kleid gefällt uns nicht. Das Ganze nochmal kurz zusammengefasst. Mögen und gefallen bedeuten beide, dass du etwas gern hast, dass du etwas gut findest. Aber Achtung, gefallen braucht den Dativ. Möchten benutzt du als höfliches Synonym für das Modalverb wollen. Mögen, etwas gern haben, gut finden. Gefallen, etwas gut finden. Möchten, ein höfliches Synonym für wollen. Gar nicht so kompliziert, oder? Denk daran, dir die PDF-Datei kostenlos herunterzuladen, damit du jetzt noch üben kannst. In der PDF-Datei findest du direkt eine Aufgabe, um dein Wissen zu testen. Und es gibt sogar noch eine Tabelle mit ganz vielen Beispielen, damit du das Thema noch ein bisschen besser verstehst. So, jetzt bist du dran. Was möchtest du heute noch machen? Was gefällt dir an der deutschen Sprache? Was magst du gar nicht? Beantworte diese Fragen in den Kommentaren und übe das Thema. Und vergiss nicht, die Übung in der PDF-Datei zu machen. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg. Denk daran, dieses Video zu liken, abonniere meinen Kanal und wir sehen uns nächsten Sonntag in einem neuen Video. Bleib dran und bleib fleißig. Ciao!